Hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Chris. Ich bin Jan. Und heute machen wir ein großes Enka Solarbank 2 Pro FAQ. Ja, ihr habt uns viele Fragen auf das letzte Video gestellt und die wollen wir euch heute mal beantworten. Und die liegen hier vor mir. Und Jan, du hast sie informiert. Auf jeden Fall. Hoffe ich doch. Ich bin mir sicher, du hast es. Wir haben auch schon viele ausprobiert. Ja. Und ja, bevor wir anfangen, würde ich sagen, ihr abonniert den Kanal, liked schon mal das Video. Und nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit der Folge. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir haben vor kurzem ein 3-jähriges Jubiläum gefeiert und wir wollen euch was zurückgeben für eure Unterstützung. Vielen Dank dafür. Wir geben in dieser Folge auf jeden Fall was zurück und zwar einen 100 € Amazon-Gutschein. Also schreibt einfach einen Kommentar in diesen Beitrag und dann seid ihr mit in den Lostopf. Wir drücken euch die Daumen, einer kann ihn gewinnen und vielleicht bist du das sogar schon. Also Jan, FAQ, Enka. Fragen ohne Ende. Fragen ohne Ende. Im letzten Video haben wir so eine kleine Bombe gezündet, da haben wir den Mi80 mit der Solarbank integriert zusammengeschaltet. Mittlerweile läuft die Solarbank 2 auch wieder, aber es war ein Abenteuer. Also solltet ihr die Folge nicht gesehen haben, verlinke ich euch gerne nochmal im Abspann. Okay, Jan, was wollen wir heute machen? Wir wollen auf die gängigsten Kommentare eingehen, die wir unterm Video haben, die wir per Mail bekommen haben. Ja. Da war ja so einiges dabei. Ja, ja. Welche Brillenstärke hast du? Was für eine Uhr hast du da? Also ich muss sagen, am besten sind ja wirklich die Leute, ne, die uns kontaktieren, ob wir denen mal eben eine Solaranlage konfigurieren können. Ja, klar. Ne? Du hast recht, da kriegen wir die lustigsten Fragen. Ich habe 4 Solarpanels, ganz oft auch. Ich habe mehr als erlaubt. Genau, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ne? Wie halte ich es geheim? Genau. Ja. Also ich freue mich tatsächlich über jede Frage und alles, was ihr dazu antwortet. Seit Jahren unterstützt ihr unseren Kanal. Vielen Dank nochmal in diesem Sinne. Und ich fange an mit der ersten Frage, Jan. Hau raus. Können unterschiedliche Module an die Solarbank 2 Pro angeschlossen werden? Muss es unbedingt Enka sein? Oder wo sind da die Grenzen? Ja, nein, es ist so, dass es nicht zwingend Enka sein muss. Wir haben 4 Eingänge an dieser Solarbank mit jeweils 4 MPPT-Trackern, die jeweils bis zu 600 Watt vertragen. Und die können mit individuellen Modulen belegt werden. Ja. Gesetzliche Grenze ist bei 2000 Watt. Genau, die sollte man einhalten. Aber theoretisch 2400 Watt. Also ist noch ein bisschen Puffer nach oben. Ja. Aber es ist egal, ob man da jetzt ein Trainer Solar, 2 Jahr Solar, wie auch immer. Die Kanäle werden alle einzeln angesteuert und betrachtet und da ist es egal. Das ist vor allem auch perfekt für Leute, die schon ein kleines Balkonkraftwerk haben mit 4 Panels oder so. Ne? Genau. Und sich jetzt sagen, okay, Solarbank 2 finde ich geil. Dann hole ich mir das einfach und schließe daran an. Ja. Okay. Wie lange dauert es wirklich, bis die Last vom Backofen erkannt wird? Gute Frage tatsächlich. Ne? Enka geht vor unter 3 Sekunden. Ist es denn wirklich so? Wie haben wir das in der App gesehen? Ja. Tatsächlich schaffen die das. Also bei Enka ist es so, dass die wirklich lokal kommunizieren, die Geräte. Ja. Und die Verbindung ist direkt da und die Daten werden nahezu Echtzeit tatsächlich übermittelt. Also das ist zwar nicht so, dass man sagt, zack, und dann ist auf einmal der Wert, der anliegt, sondern der Backofen muss ja auch erst ein bisschen hochfahren. Ne? Genau, man macht den Backofen an und die Kurve beginnt direkt an zu steigen und ist innerhalb von 1-2 Sekunden wirklich da, wo sie sein muss. Und der Backofen ist ja auch eine Weile an. Also ganz ehrlich, um eine Millisekunde müssen wir uns da, glaube ich, nicht streiten. Nee, und gerade in diesem Kommunikationsbereich, auch was die Einspeisung betrifft, ist das wirklich gut von der Zeit. Das müssen so andere erstmal schaffen. Nächste Frage. Ja. Kann ich den Speicher auch über die AC-Leitung laden? Leider nein. Wäre noch ein nettes Gimmick gewesen, geht in dem Fall nicht. Wir können den Speicher nur über die Solarpaneele laden. Und das auch als Insellösung. Ne? Das auch als Insellösung. Besonderheit, ich kann jetzt irgendwo, wenn ich meinen Sahara-Urlaub mache, meinen Campingwagen hinstellen und dann rein theoretisch 2 auf den Boden stellen, 4 Panels ran und dann bin ich autark. Ja, problemlos möglich. Also finde ich schon cool. Ich finde es optimal für einen Bierkühlschrank. Oh ja. Dann kann die Frau sich nicht beschweren.
Das Ding wird einfach in der Garage da angeschlossen. Bekommt nie Verbindung zum Hausnetz. Kostet einfach kein Geld. Ja, aber du hast sie noch nicht. Ne? Wir brauchen noch einen Bierkühlschrank. Das stimmt, das fehlt leider noch. Okay, dann haben viele geschrieben, Nulleinspeisung. Das ist ja nicht wirklich eine Nulleinspeisung, was Enka da macht, obwohl sie ja damit werben. Ja, also eine tatsächliche Nulleinspeisung ist es nicht in dem Fall. Ja. Ja, also in dem Zeitraum, wo der Akku geladen wird oder noch nicht voll ist, haben wir wirklich eine bedarfsorientierte Einspeisung. Du sagst es, wenn der Akku noch nicht voll ist. Genau. Die Betonung liegt auf nicht voll ist. Genau. Dann wird tatsächlich alles so verteilt, wie es sein muss. Ja. Aber wenn der Akku voll ist und wir haben 15 Uhr, die Sonne knallt, dann gehen tatsächlich volle 800 Watt durch den Wechselrichter ins Haus am Akku vorbei. Okay. Ich meine, es ist auch kein Problem. 800 Watt ist die gesetzliche Grenze. Warum soll ich es nicht einspeisen? Ja, das ist eigentlich Schnuppe. Wichtig ist tatsächlich, dass der immer kommuniziert und dass die Prioritäten feststehen. Genau. Ja. Kann das System auch das Haus zeitgleich aus Solar- und Batterie versorgen? Ja, die Frage hatten wir auch schon relativ häufig tatsächlich. Es ist so, wenn wir müssen das Ganze betrachten, 800 Watt. Ja. Das können wir ins Haus geben, mehr geht nicht. Wir machen jetzt an einem relativ schlecht sonnigen Tag den Ofen an, verbrauchen 3000 Watt. Dann versucht die Enka Solix 2 Pro tatsächlich die 800 Watt auszureizen. Also mal angenommen, es kommen 300 Watt auf die Paneele. Ja. Dann gibt der Akku noch 500 Watt dazu, um die 800 Watt tatsächlich zu erreichen. Also das funktioniert. Und was mache ich, wenn meine Wärmepumpe jetzt 1500 Watt braucht, Jan? Ja, dann Ja, das ist ja auch eine häufige Frage, die aus der Community kam. So, hey, ich habe einen Stromverbraucher, der ziemlich hoch ist. Ja. Gehe ich über die 800 Watt hinaus? Nein, die ist fix. Mehr geht nicht. Deutschland hat gesprochen. 800 Watt. 800 Watt. Heißt, es ist auch ein 800 Watt Wechselrichter integriert. Ja. Ja, die Eingangsleistung sind 2400 Watt. Genau. Heißt, aus euren Modulen fließen die Ströme an den Wechselrichter und der kappt das Ganze bei 800 Watt und lässt es in euer Haus einspeisen. Genau. Und mehr ist leider nicht möglich. Die 2400 Watt sind natürlich schön, um das Haus zu betreiben und den Akku zu laden. Ja. Funktioniert das oder der Smart Meter auch nur mit einer Phase, zum Beispiel R1? Ja, hatten wir tatsächlich auch die Frage. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber da kam ein Zuschauer tatsächlich aus einem Mietverhältnis oder ist in einem Mietverhältnis, wo er in seinem Haus nur eine Phase zur Verfügung gestellt bekommen hat. Finde ich an sich ziemlich mager, aber es funktioniert. Es funktioniert. Man kann tatsächlich statt 3 Klemmen eine Klemme anschließen und der Smart Meter misst halt immer nur die eine Phase und versucht die immer mit dem Speicher zu bedienen. Hallo Freunde, an dieser Stelle möchte ich euch nochmal mein Komplettsystem von Enka Solix vorstellen. Und zwar habe ich hier einmal die Solarbank 2 Pro mit 2 Erweiterungsspeichern. Warum habe ich 2? Ich habe eine Wärmepumpe und möchte gern wirklich fast autark sein, deshalb habe ich mir nochmal 2 Erweiterungsspeicher gegönnt. Das Ganze könnt ihr noch bis zu 9,6 Kilowatt aufstocken. Ich schaue selber mal, wie ich durch den Winter komme. Vielleicht entscheide ich mich noch für einen weiteren Erweiterungsspeicher. Mal gucken, ich werde auf jeden Fall berichten. Das ganze Gehäuse ist sehr, sehr massiv. Ich habe das jetzt alles hier in meinem Schuppen einmal installiert. Es ist alles sehr dicht und auch nicht so feucht. Aber ihr könntet die Solarbank 2 auch außen irgendwo hinstellen, weil sie ist spritzwassergeschützt, da dringt auch kein Wasser rein. Das ist wirklich sehr, sehr massiv. Meine Solarmodule befinden sich hier einmal auf dem Schuppen. Ich habe da eine Eingangsleistung von knapp 2000 Watt. Ihr könntet aber auch mehr. Ihr wisst ja selber, gesetzlich ist die 2000 Watt Grenze geregelt, Eingangsleistung. Ihr könnt aber bis zu 2400 Watt hier einmal einspeisen. Und ja, dann geht die Ausgangsleistung von 800 Watt einmal in das Haus und deckt euren Bedarf. Wie das Ganze funktioniert, ist einfach. Ja, ihr habt einen Smart Meter in eurem Stromzähler, der kommuniziert über das WLAN mit eurer Solarbank. Da findet also ein Austausch statt. Heißt, das Haus sagt, ich brauche, Smart Meter checkt das über die Stromadern und meldet das Ganze dann an die Solarbank und diese sagt dann, ich stelle dir bereit. Heißt, ich gebe dir jetzt die Energie, die aus den Panels an die Solarbank kommt, weiter. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe aus eigener Erfahrung in den letzten 3 Monaten bis zu 1/3 am Tag nur aus dem Netz bezogen. Alles andere heißt 2/3 wurden von der Solarbank
freigegeben. Das heißt, ich spare wirklich 2/3 von meinem monatlichen Strompreis. Integriert habt ihr hier einen Wechselrichter, das heißt, ihr braucht keinen zusätzlichen Wechselrichter, vielleicht wie ihr es vorher kanntet. Das ist alles hier mit drin. Im Winter könnt ihr die Solarbank 2 auch draußen lassen. Das Ganze ist bis minus 20 Grad abgesichert. Und bis es so kalt wird in Deutschland, ich glaube, bis dahin dauert es noch. Aktuell findet ihr im Shop noch richtig gute Komplettangebote von Enka. Schaut einfach mal rein, da gibt es noch 15%. Die aktuellen Links seht ihr natürlich in der Videobeschreibung. Also schaut einfach mal rein. Viel Spaß. Bis dann. Viele haben ja letztes Jahr sich die Solarbank 1 gekauft. Ja. Mit dem Background, so jetzt ist ein richtig geiler Speicher auf dem Markt. Der ist bezahlbar, der war auch schon ein bisschen super teuer. Ne? Zukunftsorientiert. Und nach einem Jahr kommt Enka um die Ecke und sagt so, Leute, es geht auf jeden Fall besser. Ne? Ihr habt da eure Erfahrung gemacht, jetzt ein Jahr lang durftet ihr den testen. Und jetzt haben wir alle Fehler beseitigt und mittlerweile haben wir so ein richtig geiles Produkt auf den Markt gebracht, die Solarbank 2 Pro. Und jetzt kommt die große Frage, ich habe es auch schon bei eBay und Kleinanzeigen gesehen, die Märkte werden jetzt immer voller, die Solarbank 1 kommt auf den Markt. Und viele ärgern sich vielleicht oder sagen sich, komm, ich hole mir die jetzt, weil es einfach Schnäppchen. Jan, was meinst du? Ist das Ganze irgendwie noch kompatibel? Muss ich mich jetzt da umorientieren oder lasse ich das und gucke, dass ich da jetzt trotzdem mit happy bin, weil so wirklich amortisieren tut sich das ja nicht, wenn ich das Ganze jetzt wieder verkaufe. Ja, das stimmt schon. Also man muss auch dazu sagen, man ist auch so in so einem gewissen Fun-Faktor mit drin. Ne? Also es macht ja auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich muss sagen, die Solarbank 2 ist schon mega. Macht echt Spaß. Ja. Ist derzeit leider noch nicht kompatibel mit der Solarbank 1. Aber Enka arbeitet dran und in Q4 soll wohl ein Update kommen, wo wir die alte Powerbank, Solarbank, Entschuldigung. Das ist ja nur jetzt eine Powerbank. Ne? Nein, das ist auch nur eine Solarbank tatsächlich natürlich. Ne? DC-seitig vor die Solarbank 2 schrauben können, um die mitzunutzen. Was ich interessant finde, ist, wie die Solarbank 1 denn jetzt in der App denn auftauchen wird. Funktioniert das Ganze? Wir haben aktuell hast du die Abbildung, dass du die einzelnen Blöcke sehen kannst, richtig? Genau. Ne? Und siehst genau, wie viel Prozent haben die. Und die entladen oder laden auch gleichzeitig. Ja. Das ist super cool dargestellt. Die Frage, die ich mir stelle, wenn wir jetzt die Solarbank 1 mit dazufügen, wie wird das Ganze da aussehen integriert? Und harmonieren, Wie arbeiten die untereinander? Da gibt es... Finde ich schon interessant. Ja. Sollten wir uns auf jeden Fall noch mal gucken, dass wir so ein Gerät dann im 4. Quartal uns auch noch mal zu Gemüte führen. Auf jeden Fall. Das Ganze connecten und für euch dann noch mal einen Test machen. Ja, auf sowas freue ich mich immer ganz besonders. Ich denke, ihr auch. Ne? Abonniert den Kanal, liked gerne das Video schon mal. Und wir fahren fort mit der nächsten Frage. Viele Fragen aus der Community kamen zum Thema WLAN auf. WLAN. Ja, wir kennen es. Ja. Abbrüche, wir bewegen uns im Garten, wir haben einfach keinen Empfang mehr. Ja. Genau. WLAN ist einfach nicht mehr zu erreichen. Wie schaut es denn da mit der Solarbank 2 aus? Gut. Also wir haben ja die Schnittstelle Solarbank, Smart Meter, Modem. Ne? Router. Modem war mal, aber ja. Router. Okay, wir nennen das Ganze Router. Perfekt. Von mir aus. Ja. Also ich muss sagen, wir haben es ja bei dir tatsächlich im Schuppen aufgebaut und wir haben da sehr gute Signale tatsächlich erzielen können. Ja. Aber grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, dass sobald man die Solarbank draußen installiert oder im Keller, wo man eben halt relativ weit weg ist von der klassischen Fritzbox, dass man tatsächlich einen Repeater dazu nehmen sollte, um wirklich immer permanent eine Verbindung zu haben. Das kommt auch so ein bisschen auf die Dicke der Mauer an, ne? Muss ich tatsächlich sagen. Bei mir ist es so, sobald ich einen Repeater ins Schlafzimmer, macht man ja sowieso nicht, aber in HWR stecke, habe ich im Büro schon kein Netz mehr, weil die Wände so dick sind, dass einfach nichts mehr durchkommt. Das ist tatsächlich echt höchst individuell. Von daher würde ich tatsächlich immer fast dazu tendieren, immer irgendwie einen Repeater mit einzuplanen, damit man Smart Meter und das funktioniert auch wunderbar, tatsächlich. Habe ich auch bei mir funktioniert. Ich habe super Empfang. Da gibt es keine Probleme. Kann man nur läuft. Und was vielleicht auch viele von euch nicht wissen, ich muss nicht unbedingt in der Solarbank Reichweite sein, um die Solarbank auszulesen. Ich kann ja auch unterwegs sein. Ja, es ist tatsächlich Cloud-basiert. Du kannst weltweit einfach reingucken und gucken. Und das finde ich auch spannend. Wenn ich auf Arbeit bin, gucke ich immer so, okay, was macht die Frau zu Hause? Spionagezwecke. Aber tatsächlich kann man da sehen, wenn der Fernseher an ist, wenn der Backofen läuft.
Staubsaugerstufen, auch sehr interessant, habe ich auch schon so ein bisschen ausprobiert. Wir werden auch mal eine Folge machen, in der wir einfach Geräte mal zuschalten und dann gucken, wie die Solarbank 2 darauf reagiert. Genau. Also ich finde das Thema sehr, sehr spannend und auch mit dem Staubsauger, auf größter Stufe sauge ich schon gar nicht mehr, weil man dadurch, dass die Solarbank 2 halt nur die 800 Watt abgibt, gucke ich, dass ich da in diesem Grenzbereich bleibe. Dann sauge ich wieder ein bisschen länger, aber man muss es ja nicht auf 1200 Watt saugen. Ne? Man kann ja auch einfach eine Stufe runtergehen und genauso den Dreck beseitigen und einfach in dem Gratis-Bereich bleiben. Also auch das, ne? Animiert zum Umdenken. Das ist so. Genauso ist es auch mit der Waschmaschine. Eine gewisse, okay, Ja, das ist 30, 40 Grad, das Waschmittel ist mittlerweile auch so gut. Man muss sich immer 60 Grad waschen, ich glaube nicht. Und seitdem wir ein Balkonkraftwerk haben, das Ding läuft immer mittags. Ja. Das ist bei uns gesetzt. Ne? Programmiert, mittags läuft immer alles. Die Sonne scheint. Ja. Und apropos Sonne scheint. Es gibt ja mittlerweile auch ganz, ganz tolle Geräte oder Entwickler, die sich damit beschäftigen, es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, dass ich jetzt zum Beispiel in der Mittagszeit denke, die Sonne scheint. Wie viel Ertrag kommt denn da jetzt durch mein Balkonkraftwerk eigentlich runter? Für alle Shelly-Fans, Freaks da draußen, ihr stellt euch die Frage, ist der Shelly 3 EM mit der Solarbank 2 kompatibel? Leider nein. Also ich liebe es auch sehr und habe Shelly auch im ganzen Haus verbaut, aber ja, da muss man leider einen sauren Apfel beißen und das Smart Meter von Enka installieren. Aber es ist machbar. Aber es ist wirklich machbar. Euer Elektriker, der sich damit auskennt, braucht dafür vielleicht 10 bis 15 Minuten, dann ist er durch damit. Ja. Länger hat das bei uns auch nicht gedauert. Ja. Aber wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Ein Update. Ich würde es mir wünschen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann kann ich wieder ein Gerät ausbauen. Ja, wir warten es mal ab. Für alle die sich an ihren Erträgen erfreuen und nicht immer in ihre App schauen wollen, das ist auch lästig. Ne? Oder vielleicht auch keine App haben. Oder einfach auch keine Skills haben, diese App jedes Mal aufzumachen und nicht wollen. Ne? Gucken, okay, jetzt kommt da ein bisschen was runter. Ne? Wie schaut es jetzt aus? Oh, jetzt gerade nicht. Sondern alles auf dem einfachen Blick. Ich sitze in meinem Büro, ich habe das Ding über meiner Waschmaschine im HWR installiert. Ne? Dafür gibt es eine coole Wandhalterung. Finde ich richtig cool. Bevor wir aber über die Wandhalterung sprechen, sollten wir das Gerät generell mal vorstellen. Wir haben 2 Solar-Messsysteme. Ein großes und ein kleines. Großes und ein kleines. Und das wurde uns von Alexander Krummer zur Verfügung gestellt. Einmal für dieses Video hier. Und zwar könnt ihr das Ganze auf sanastro.de bestellen. Mit dem Code VMES bekommt ihr sogar Gratisversand. Aber Jan, was bringt uns das? Ja. Schieß mal los. Also warum sollte ich mir jetzt so ein Sanastro anlegen? Es ist ja so. Wir haben zum Beispiel mehrere Leute im Haushalt und ich habe die App. Du hast die App. Ich habe die App. Du hast die App. So, und damit alle bei uns den Überblick tatsächlich haben, was leistet denn gerade das Balkonkraftwerk, haben wir ein Sanastro stehen. So, dieser Sanastro ist ein Messgerät, der kommuniziert über Shelly, Über Shelly. Genau, über den Shelly. Über WLAN mit dem Shelly, das wollte ich sagen. Und kann dann genau auslesen, was produziert das gerade. Ne? Also auch was für alle Shelly-Freaks da draußen. Ein zusätzliches Messsystem. Ja, genau. Und das ist letztendlich ein Touchscreen. Genau. Ich kann darauf rumfummeln, rumdrücken. Genau. Und das Schöne ist, wir haben auch immer wieder, also man sieht die Arbeiten daran. Ja? Es wird tagtäglich daran aktualisiert, Probleme behoben. Wie gesagt, das System läuft seit einem Jahr. Genau. Wir haben es seit dem Urtag. Ja. Und mittlerweile muss man sagen, das System läuft, ist zuverlässig, wir haben eine ganz tolle Ansicht, wir sehen detailliert, was wir erzeugen, an welchen Tagen, also eine richtig schöne Wochenübersicht und wirklich auf die Sekunde genau, was kommt gerade rein und in dem Sinne handle ich dementsprechend. Genau. Und gerade auch für eine Familie ist das natürlich sehr einfach, dass auch so nicht technikaffine Leute auf den ersten Blick sehen, hey cool, es liegen gerade 500 Watt an, meine Waschmaschine verbraucht 300 Watt, also mache ich die jetzt mal an. Auch ideal für Schwiegeropa. Ja. Ist ja so, ne? Bis er seine App da am Laufen hat. Komm mir auf. Ne? Welche App? Ja, Welche App? Macht da eben einen Blick auf das Gerät und weiß genau, was Sache ist, weil er freut sich da genauso drüber. Genau. Den Sanastro, den kann ich mir mit dieser entsprechenden Halterung schön in mein Regal stellen, in meinem HWR, in meinem Billigregal oder auf den Tisch sogar. Oder, was ich richtig cool finde, eine entsprechende Wandhalterung.
Ja, mit 4 Löchern drin. Das Ganze kann ich mir in meinen Schuppen einmal aufbauen oder anbauen und dann den San Astro hier reinschieben und dann sehe ich auf einen Blick, Voll hey gut. cool, Ja. was macht mein Balkonkraftwerk gerade, was kommt da an Sonnenenergie runter. Also ziemlich cool. Und es ist auch alles weitere dabei. Ihr habt einmal ein langes Kabel dabei und auch natürlich für die Steckdose Also den tatsächlich entsprechenden Stecker. Plug and Play. Plug and Play. Ja. Aufstellen, Strom anschließen, WLAN-Key eingeben. Und dann seht ihr das schon. Genau, ja, die IP-Adresse von dem Shelly noch und dann läuft das. Genau. Voraussetzung ist, dass ihr einen Shelly habt. Hat ja Genau. schon fast jeder. Ja. Wenn ihr nicht wisst, was ein Shelly ist, wir haben dazu ein Video gemacht, verlinken wir euch auch nochmal an dieser Stelle. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Wenn euch das Produkt gefällt, lasst gerne ein Like da. In diesem Sinne. Macht's gut. Ne? Ich hoffe, wir konnten eure Fragen beantworten. Wenn ihr noch Fragen habt für ein zukünftiges Video, das muss es heute ja nicht gewesen sein. Auch da schreibt es einfach in die Kommentare. Wir lesen uns alles durch, werden diese Fragen natürlich in einem zukünftigen Video beantworten. Jan, mein Bester, 3-jähriges Jubiläum. Toller Tag. Chaka. Chaka. Müssen wir feiern. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis denn. Ciao.